Aus unserem Aufruf Frag den Stefan waren noch einige Fragen übrig. Die sind wirklich gut, die sind spannend, denke ich, und die sind es wert, beantwortet zu werden, und das wollen wir heute machen. Der Marc Ruppel hat gefragt, was sind deine Lieblingsreptilien? Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hatte ich es auch schon beantwortet, weiß es gar nicht. Also ich bin Königspython-Fan, ich werde es immer bleiben. Mein erstes Reptil war ein Königspython. Wie gesagt, ich werde bestimmt mein Leben lang Königspython halten. Fasziniert mich die perfekte Größe, die sind eigentlich schön zum Hantieren, sind schön brav, haben tolle Farben, sind unheimlich variabel. Also ich bin Königspython-Fan. Ich mag, bei den Echsen gefallen mir die Dornschwänze zum Beispiel wirklich richtig gut. Dornschwanzagamen war auch interessanterweise meine erste Echse, die ich hatte, waren 2 Dornschwanzagamen-Babys. Finde ich auch faszinierend, schöne, coole, relaxte Tiere. Also das im Echsenbereich würde ich eigentlich so auf die Dornschwänze gehen. Schildkröten faszinieren mich generell. Gerade auch die großen Sachen, vielleicht so Aldabra oder sowas, finde ich einfach imposant. Wobei ich nicht ganz so der Schildkröten-Terrarianer bin vielleicht oder so, ich von mir selber. Wie gesagt, mein Hauptherz hängt vielleicht an den Schlangen, an den Königspythons. Aber noch zu guter Letzt, die Krokodile haben für mich auch eine Riesenfaszination. Ich habe hier den Platz, ich kann hier den Charlie halten, den ihr auch schon in der Folge gesehen habt. Finde ich natürlich auch als ein Krokodil abartig faszinierend. Ne? Dieses Urzeittier, dieser Blick, oder wenn die so im Wasser sitzen, die Augen so rausgucken, finde ich auch super spannend, super toll. Das würde ich so als meine 3 Favoriten bezeichnen. Der Christopher Mirko, meine Boa hat eine Ratte erbrochen, habe 2 Wochen gewartet, bis ich sie erneut gefüttert habe. Meine Frage, wie viel Gramm Verlust an Gewicht ist normal, ohne dass man vermutet, dass sie krank ist? Also vermuten, dass sie krank ist, also das Auswirken von Futter, das Erbrechen von Futter ist natürlich schon eine wirklich kritische Sache. Zum einen hast du es richtig gemacht, du hast 2 Wochen gewartet bis zur nächsten Fütterung. Das war ganz wichtig, also nicht, wenn eine Schlange das Futtertier ausgewirkt hat, 3 Tage später wieder füttern. Man sieht ja, an der Schlange ist viel Speichel, viel Magensäfte, Magensäure dran. Das ist ein Verlust fürs Tier, das muss erstmal wieder regeneriert werden bei dem Tier. Und dann hat es vielleicht tatsächlich ein Magen-Darm-Problem. Also auch deswegen muss ich, wie eigentlich beim Mensch auch, ne, wenn ein Mensch sich übergibt, kann ich auch nicht einen halben Tag später mir einen Schweinebraten reinhauen, der kommt bestimmt genauso wieder raus. Muss ich auch ein wenig langsam machen. Und bei den Reptilien genau gleich. Wenn ein Reptil ausgewirkt hat, muss ich eigentlich, solange das Tier bei guter Gesundheit ist, nicht geschwächt ist, mindestens die doppelte Länge der Futterperiode warten. Also wenn ich alle 7 Tage fütter, warte ich eine Woche länger, also 14 Tage, bevor ich ihr das nächste Mal Futter anbiete. Dann ein möglichst kleines Futter oder eher kleineres Futtertier anbieten, ungefähr die Hälfte von dem, was ich normalerweise fütter. Gucken, hoffen, dass es drin bleibt. Wirkt die Schlange das Futter wieder aus, spätestens dann muss ich zum Tierarzt. Also dann ist es wirklich höchste Zeit. Wie gesagt, beim ersten Mal, wenn ich keine weiteren Anzeichen habe, kann ich es noch ein zweites Mal probieren. Habe ich nach dem ersten Mal schon andere Anzeichen, dass das Tier dehydriert aussieht, dass das Tier schlecht aussieht, dann sofort zum Tierarzt. Wenn das aber soweit alles okay ist und das Auswirken vielleicht durch Stress kam, kann ja wirklich auch sein, ich habe gefüttert, hantiere im Terrarium oder irgendwas ist und die Schlange wirkt wegen Stress aus. Das ist der gute Fall. Wie gesagt, der negative Fall oder wenn sie beim zweiten Mal wieder auswirkt, dann definitiv sofort zum Tierarzt. Futter auswirken ist was Kritisches. Magen-Darm-Entzündung oder Krankheiten in dem Bereich sind wirklich eine häufige Todesursache. Also dann spätestens beim zweiten Mal zum Tierarzt, dann muss man gucken, was das war. Der Gewichtsverlust, wie du jetzt hier geschrieben hast, Christopher, den könnte ich so gar nicht richtig betiteln. Ich denke, das muss man vom Auge her sehen, vom Zustand, vom Tier her sehen. Da wüsste ich jetzt keine Faustformel, so und so viel Gewicht darf er verlieren. Wie gesagt, er darf auf keinen Fall 2-mal erbrechen oder auswirken, spätestens beim 2. Mal zum Tierarzt. Dann haben wir den Michaels Kulima. Mich würde noch interessieren, ob man die Eier auch ohne Brutkasten aufziehen kann. Auf natürliche Weise im Terra, so dass die Schlange auf den Eiern liegt wie in der Natur.
Die sichere Methode ist sicherlich der Brutkasten. Im Terrarium ist toll, ist auch spannend, eben dieses Natürliche dem ein bisschen zu überlassen. Kann man auf jeden Fall mal probieren, wenn man es machen mag. Ein ganz wichtiger Punkt, du musst halt natürlich ein perfektes Terrariumklima haben. Ich glaube, das Klima im Terrarium, dass die Tiere sich vermehren, dass sie Eier legen, muss, wenn du das nur zu 90% perfekt hast, werden sie sich vermehren. Wenn du aber die Eier im Terrarium lassen willst und das Weibchen im Terrarium die bebrüten soll, dann musst du wirklich absolut 100% perfektes Klima da drin haben. Ist zu kalt, ist zu trocken, werden die Eier einfallen, werden sie absterben. Also probier's definitiv mal aus, wenn du Interesse dran hast. Du brauchst natürlich eine gute Schlupfbox. Denk dran, egal welches Tier, sei es jetzt Königspython oder Kornatter, in der Natur, der Königspython sucht sich eine Höhle, liegt dann in der Höhle um die Eier drumherum im Boden drin. Die Kornatter sucht sich auch ein Versteck, ein gutes Versteck, auch sowas Höhlenartiges. Also das musst du dem Tier anbieten. So eine Box im Terrarium, ein richtiges Versteck, eine Höhle im Terrarium, wo sich das Weibchen um die Eier legen kann. Und wie gesagt, probier es aus. Bestimmt eine spannende Sache und funktionieren kann das definitiv schon, wenn dein Klima stimmt. Der Chris Brückers fragt, Heatpanel plus Wärmespot für Königspython überholt? Fragezeichen. Ist LED-Röhre und Heatpanel eine sinnvolle Alternative? Also im Moment, der Trend geht zum Heatpanel oder im Moment fast jeder steigt auf Heatpanel um, ist einfach wirklich die perfekte Art zu beheizen, definitiv. Ob man jetzt neben dem Heatpanel am Tag mit einem Spot meinetwegen dazu heizt, also das Heatpanel Tag und Nacht laufen lässt, am Tag einen Spot dazu für die 2-3 Grad wärmer, die ich am Tag will, ist sicherlich eine Möglichkeit. Habe ich nur Heatpanel und LED oder T5-Röhre, dann muss ich natürlich ein stärkeres Heatpanel nehmen, das ich über einen Thermostat regel. Dann, wie gesagt, muss ich das so hoch dimensionieren, damit ich am Tag locker meine Temperatur erreiche. Regel das über einen Thermostat nachts 2-3 Grad runter und habe die Lampe einfach, also die gibt dann keine Wärme ab, so LED, T5 gibt ja keine Wärme ab, die habe ich dann einfach im Terrarium drin, damit es am Tag schön beleuchtet ist, damit es schön aussieht. Beide Methoden sind gut. Ich würde sagen, auf jeden Fall Heatpanel, das ist einfach die beste Methode. Und ob ihr dann einen Spotstrahler dazu nehmt oder LED T5, das hängt ein bisschen von euch ab, beziehungsweise die Spot- und Heatpanel-Methode ist wahrscheinlich die etwas billigere. Bei großes Heatpanel und LED muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld ausgeben, beziehungsweise brauche auch noch den Thermostat dazu. Der Werner Höttges fragt, hallo Stefan, ich habe Gerüchte oder Berichte gehört, dass zum Beispiel in den USA Gelege von Königspythons stark unterschiedlichen Temperaturen oder sogar Bestrahlungen, in Klammer sogar radioaktiv ausgesetzt werden, um Genveränderungen und damit neue Morphen zu erzielen. Stimmt das wirklich? Werner, ich kann dir diese Sorge abnehmen. Diese Gerüchte mit Bestrahlung, die gab es schon, wo ich ganz frischer junger Terrarianer war. Da hieß es, die Amerikaner bestrahlen die Tiere, damit sie impotent werden und nicht weiter gezüchtet werden und so weiter. Es ist, behaupte ich, 100%ig sicher, ist alles Humbug, sind alles Gerüchte, macht überhaupt keinen Sinn. Wir Terrarianer wären gar nicht in der Lage, ein Tier zu bestrahlen, damit es sich womöglich verändert. Oder wir wären auch nicht in der Lage, das zu bestrahlen, damit es unfruchtbar wird. Wie gesagt, oder du schreibst selber radioaktiv. Woher soll denn ein Terrarianer irgendwas Radioaktives hernehmen? Da müsste man irgendein altes, ausrangiertes Röntgengerät oder sowas haben. Und selbst das wüsste man nicht. Also dann würde das Tier wahrscheinlich nicht unfruchtbar werden oder würde nicht irgendwelche neuen Farben, Genmutationen rauskommen, sondern das Tier würde vielleicht Krebs entwickeln oder irgendwas. Und womöglich der Terrarianer selber auch, wenn er nicht anständig mit dem Ding umgeht. Also ich behaupte, völliger Quatsch, völliger Humbug. Ich weiß nicht, wer so Gerüchte in die Welt setzt. Es ist wirklich erstaunlich, aber völliger Quatsch, glaub sowas nicht. Das kannst du vergessen. Der Levin Straub fragt, hallo Stefan, mich würde interessieren, wie man eine sehr aggressive Königspython handelt. Es gibt tatsächlich, ist die Ausnahme bei Königspython, aber es gibt echt welche, die sind aggressiv, die beißen mal.
Mein alter Spruch: Sitzt vor dem Fernseher, handelt die ganz ruhig, zieht zur Not Handschuhe an, probiert die ganz ruhig zu halten, guckt nebenher wegen, macht irgendwas anderes, damit ihr auch entspannt seid. Ganz wichtiger Punkt. Seid ihr nervös, ist die Schlange nervös. Ne? Seid ihr entspannt, ist die Schlange entspannt. Also probiert es ganz entspannt zu machen mit Handschuhen, lenkt euch mit irgendwas ab, wie gesagt mit Fernseh gucken oder irgendwas, handelt die. Fast immer werden die brav. Es gibt wirklich ein paar Garstige, die bleiben ihr Leben lang ein bisschen garstig oder die neigen ein bisschen mal dazu, auch mal zu beißen. Das ist echt die Ausnahme, aber mag es auch geben. Wenn dem so ist, dann lasst es so sein. Dann lasst die halt einfach ein wenig garstig sein. Passt ein wenig auf, wenn ihr die hantiert. Ich denke, für einen Anfänger sicherlich ein Problem. Ein Fortgeschrittener, ein Züchter, dem wird es egal sein. Der wird halt sagen, mein Gott, da passe ich als wenig auf, dass die mich nicht beißt. Bei einem Anfänger kann ich es verstehen, beziehungsweise wir hatten den Fall auch schon, wenn wir Tiere verkauft haben. Ich habe einfach den Kunden dann unter Umständen das Tier sogar umgetauscht. Wenn wir gemerkt haben, nee, das bringt nichts, das wird keine Freundschaft, dann ist es manchmal wirklich gut, wenn man ein anderes Tier nimmt, um sich da nicht selber gerade als Anfänger irgendwie unter Stress zu setzen. Dann haben wir den Hannes Klemp, auch eine spannende Frage, was genau bei der Ovulation passiert, woran und wie lange man sie erkennt und was in der Häutung danach auf sich hat. Ovulation, das Thema haben wir euch aber schon gezeigt. Ich glaube, vom Ei bis zu den Eiern hat man mal eine Folge gemacht. Da haben wir die Ovulation euch auch gezeigt. Also die Ovulation erkennt ihr schon einfach. Die Schlange wird dick, das sieht aus wie, also ihr macht morgens die Box auf und denkt, hey, was ist da passiert? Hat heute Nacht jemand meine Schlange gefüttert? Ja? Aber ovulieren tun sie in der Phase, wo sie ja relativ lang nichts mehr gefressen haben. Ne? Die Weibchen hören ja in der Regel 5, 6, 8 Wochen vor der Ovulation auf mit Fressen. Fressen vielleicht nur einmal zwischendrin, aber das ist schon die Ausnahme. Also dann hat das Weibchen, sage ich jetzt einfach mal, 6 Wochen nichts gefressen. Ihr macht, sei es euer Reck auf oder euer Terrarium auf, seht das Weibchen, denkt, hoppla, was ist denn da passiert? Die hat ja eine Ratte im Bauch. Das ist die Ovulation. Man sieht es wirklich klar und deutlich. Die ist dann wirklich dick an der Stelle. Was passiert, hatte ich auch schon mal erklärt. Das ist einfach, es ist ja der Eisprung auf Deutsch. Die Eier wandern von den Ovaren in den Legedarm, also von den Eierstöcken in den Legedarm. Da wandern die einmal um den Bogen rum, schieben sich aneinander vorbei und wenn die Eier sich aneinander vorbeischiebt, sieht es so dick aus. Ja? Das ist das, was passiert, deswegen sieht es so dick aus. Das geht 1 bis 2 Tage, dann sieht man nichts mehr. Und was es mit der letzten Häutung auf sich hat, nach dieser Ovulation häutet sich die Schlange nochmal. Und diese Häutung ist gut, wenn man sie sich aufschreibt, weil nach der Häutung ca. 30 bis 35 Tage später legt die Schlange die Eier ab. Ja, deswegen, also ihr seht die Ovulation, okay, super, Ovulation, schreibt meinetwegen das Datum auf. Dann häutet sie sich 1, 2 Wochen später, schreibt auf, Häutung am so und so vielten. Und dann wisst ihr so, jetzt geht es noch 30 bis 35 Tage, dann kommen die Eier, dann muss ich die Eier rausnehmen. Ja, deswegen ist das ein wichtiger Punkt oder für einen Züchter, wo er dann damit was anfangen kann. Und dann haben wir die Sandra Meinhardt, die Entstehung der einzelnen Farbmorphen, Genetik bzw. wie die Vererbung dazu kam. Es ist einfach so, die Farbmorph selber entsteht in der Natur. Was wir züchten, sind meinetwegen Kombos. Wenn wir die eine Farbe mit der anderen verpaaren, dann sprechen wir ja von Kombos. Aber die Farbmorph selber, sei es ein Pastell, ein Albino, ein Piebald, ein Spider, ein Cinnamon, was weiß ich, sämtliche Farbmorphen entstehen so ganz einfach zufällig in der Natur. Es ist einfach eine Laune der Natur, die da entsteht und wir Terrarianer, wir nehmen dann diese Laune der Natur, diese Farbmorph und züchten damit weiter. Ja? Also irgendwann wurde mal der erste Pastell, der erste Piebald oder was in Afrika gefunden. Oder selbst auch im Terrarium kann man durch Zufall eine Farbmorph schlüpfen. Ich sage, oh, das sieht ja toll aus. Und dann züchte ich mit diesem Tier weiter und kombiniere sie vielleicht mit anderen Farbmorphen und züchte dann Kombos daraus. Ja, eine Kombo ist was wir Terrarianer machen. Die Farbmorph selber, die macht die Natur, die kommt einfach aus Afrika oder wo immer her.
Jetzt haben wir die aktuellen Frag den Stefan Fragen abgearbeitet bzw. beantwortet. Nicht gearbeitet, hört sich so negativ an. Wir werden sicherlich demnächst wieder mal einen Aufruf machen. Frag den Stefan. Beteiligt euch wieder daran. Ich denke, es kommen bestimmt wieder neue, tolle, spannende Fragen. Bis zum nächsten Mal.